Was aktuell, was man als erstes sieht, es gibt ein Avatarbild. Genau, genau, also Mehrspur-Audio. Ich lese gerade mal kurz die Fragen im Chat. Also Audio als Mehrspur ähm, reicht meistens. Das stimmt sicherlich auch, ja. Wobei Video in Mehrspur halt auch den Vorteil, dass man das vielleicht noch neu arrangieren kann. Das hängt immer vom Anwendungszweck ab, ob man dann den gemischten 1080p Stream nehmen will oder halt entsprechend das noch ein bisschen anders formatieren möchte. So, genau. Hier, genau, wenn man sich einloggt, dann gibt es den Avatar zu sehen. Genau, YouTube ist bei Video sicherlich ein Anwendungszweck. Mm, genau, also am Anfang sieht man einen Avatar, das möchte ich ja auch noch ein bisschen besser einstellen. Also aktuell gibt es halt so random Avatare, dass man da vielleicht Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass es relativ niederschwellig sein soll, in so einem Stream reinzukommen und auch relativ pseudonym, anonym zu sein. Und ja, diese Schwelle. Wer es ein bisschen individueller mag, der kann dann halt auch ein Webcam-Foto, das haben für euch einige ja auch schon gesehen, erstellen. Das ist dann so ein bisschen einfacher. Ja, dann machen wir das nochmal hier in diesen Testraum reinzugehen. Ähm, so, das ist jetzt die Ansicht, die ihr jetzt wahrscheinlich noch nicht gesehen habt. Also ich kann mich selber hier dann auch zur Audience wieder schicken oder halt wieder auf die Stage oder halt auch, hier ist schon jemand anderes eingeloggt, dann ihn auch auf die Bühne holen ähm, und wieder zurück. Man sieht an den Symbolen, ob Kamera oder Audio aktiv ist. Ja, und rechts findet man dann auch den Chat, den habt ihr auch schon alle entdeckt. Ja, Fotos zulassen ist vielleicht eine Option, die ich mache. Auf der anderen Seite, es soll auch schnell gehen. Also insofern, da es kein persistenter Login ist, noch nicht. Also das könnte auch noch eine Option sein für die Zukunft. Ähm, dann macht das Sinn. Ich weiß nicht, ob man kann das natürlich griffparat haben, das Foto, um da dann sicher einzuloggen, genau. Ja, ist eine Option, die ich auch schon im Hinterkopf hatte, richtig. Ähm, ja. Genau, Chat hatte ich jetzt vorgestellt. Genau, wenn man hier auf Play, der Play-Button ist leider aktuell, ähm, genau, der ist aktuell, ich blockiere das mal hier gerade, weil sonst geht das Stream vielleicht gleich kaputt. Ähm, genau, das kennt ihr ja schon. Ja, das wäre jetzt erstmal der Mixed Room. Genau. Mm, ja, am Video gibt es auch noch ein paar Optimierungen. Ich möchte eigentlich, dass das auch ein bisschen individueller angezeigt wird. Das war jetzt leider in der Kürze nicht mehr möglich. Ähm, so, dann kommen wir nämlich gleich zu meinem Lieblingsbild. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wo bleiben die Apps? Es wird leider ein kurzer Studio Link Release Day. Ja, Corona hatte mich doch dann etwas länger beschäftigt, als mir lieb war, zumindest im Nachgang alles wieder gut, aber erst so richtig seit 4 Wochen konnte ich wieder richtig gut arbeiten und ich habe mich dann auf Studio Link Mix Rooms konzentriert und dementsprechend diese Grafik zeigt das schon ganz gut, wie dann quasi die Realität einen dann schnell einholen kann. Ähm, nichtsdestotrotz, vielleicht noch ein Hinweis, also Studio Link Mix Rooms ist sehr stark auf Datenschutz ausgelegt. Ich habe jetzt noch meine allgemeine Datenschutzerklärung verlinkt, aber im Prinzip werde ich das jetzt heute wahrscheinlich noch einpflegen. Man hat im Prinzip nur den Avatar und den Namen, die Aufnahmen, den Chat und die Session-Cookies. Das meiste wird nicht sehr lange gespeichert. Ähm, und dementsprechend ist das ja sehr datenschutzfreundlich designt.
Und genau, dann ist das Ganze aber auch noch Open Source. Das heißt, ihr könnt das auch selber hosten, die Mix-Rooms, wer da Bedarf hat. Also die Einklick-Variante ist dann über MyStudio Link und wer es ein bisschen aufwendiger haben möchte oder es einfach selber unter Kontrolle haben möchte, das geht dann halt über das GitHub Repository. Genau, aktuell gibt es auch keine Features, die nicht in der Open Source Version sind. Kann sein, dass ich dann mal irgendwann eine Entscheidung treffe, das eine oder andere nur in der kostenpflichtigen Variante zu haben, aber im Prinzip ist da jetzt noch nichts geplant. Ähm, Würde ich mir aber für die Zukunft ein bisschen offen lassen. Aber ja. Ähm, Was ich mir auch vorstellen könnte, dass vielleicht bestimmte Features erstmal in der kostenpflichtigen Variante kommen und dann später open sourced werden. Das ist vielleicht auch ein gängiges Modell. Wie gesagt, muss ich mal schauen. Ähm, ja, so viel zu Studio Link Mixrooms. Ich gebe gleich noch einen Ausblick auf die Apps. Aber die wird es heute leider nicht mehr geben. Das heißt also, wer darauf jetzt gewartet hat, den muss ich jetzt leider enttäuschen. Es liegt auch daran, dass ich erstmal die ganze Mixroom-Geschichte fertig haben wollte, bevor ich jetzt die Integration in die Apps damit vervollständige. Das ist schon ein bisschen viel Arbeit auf einmal gewesen, dann das wirklich so fertigzustellen, dass es dann auch benutzbar ist. Ja, genau, also nach der Aufnahme kommt die Frage von Tom, kann man die Audio-Videospur natürlich in eine beliebige DAW laden? Das ist kein Problem. Ja. Ach so, ja, ein wichtiger Punkt. Ich versuche immer alle Browser zu unterstützen. Safari stellt sich manchmal ein bisschen schwierig an. Die bringen auch gerne mal ein Update raus, was alles kaputt macht. Das hatten wir schon bei QuickWeb, die Problematik. Ich versuche da immer wieder am Ball zu bleiben und einen Workaround zu finden, wenn es denn geht. Aber ja, im Prinzip versuche ich alle Browser, die es gibt, zu unterstützen. Genau, ja. Sastikel schreibt das gerade, Safari ist der neue IE, Internet Explorer der heutigen Zeit. Ja, das ist leider wohl gerade, was auf WebRTC Sachen angeht, leider ein wenig so. Ähm, aber gut, vielleicht ruckelt sich das mit der Zeit dann auch noch ein bisschen ein. Es gibt keine Maximalaufnahmezeit. Aktuell laufen die Räume unbegrenzt. Das wird sicherlich nach der Beta-Phase sich auf die Pakete noch ein bisschen anders verteilen. Also ich möchte jetzt einfach, der Server ist groß genug. Ich habe jetzt irgendwie 4 Terabyte Festplatte zur Verfügung. Wie gesagt, 7 Tage Rückhaltezeit habe ich jetzt erstmal eingeplant für die Aufnahmen. Sollte das nicht ausreichen, werde ich dann vielleicht eine Einschränkung einführen müssen, aber solange das erstmal kein Problem platztechnisch bietet, ja, kann das erstmal bespielt werden, solange ihr Lust habt. Ähm, gut, dann gehe ich doch noch mal gucke ich noch mal, ob noch ein paar Fragen kommen. Genau, Chat-Download wird hier als Idee angesprochen. Das ist sicherlich auch eine guter Hinweis, ja. So, ich gehe noch mal gerade ein paar Fragen durch. Ansonsten kann ich auch jemand auf die Bühne holen. Also wenn jemand jetzt unbedingt was sagen möchte, könnten wir das auch gerade mal direkt testen. Der hat so einfach die Handheben-Funktion, die habe ich gerade eben unterschlagen. Die gibt es natürlich auch. Verwenden. Gut, dann hole ich mal den Top auf die Bühne mit drauf. Ja, hallo Tom. Du, ja, dauert natürlich einen kleinen Moment. So, ein Mikrofon ist freigeschaltet. Ich höre dich aber noch nicht. Ja, ich kann mal auf meine Kamera wechseln. Das ist auch ein guter Hinweis. Ah ja. Ja, hören tue ich dich noch nicht, Tom. So, ja, jetzt habe ich Jetzt. nochmal auf die Mikrofontaste gedrückt. Ich habe selber auch nochmal die Kameraauswahl geklickt und einfach das Audiogerät nochmal gewechselt, obwohl es das gleiche war hier auf dem Mac.
Na gut, aber funktioniert. Ja, Gibt's noch jemand? ja, es Drück mal probiert sich mal noch noch die ein. Hand hier unten. Sehr schön. Ja, hast du noch eine Frage, eine Anmerkung? Ja, ich habe es ja schon beantwortet bekommen hier mit den Audiospuren, dass man die Mhm. dann irgendwo anders rein importiert. Ich habe hier nicht die allerbeste Internetverbindung, die läuft über Telekom 5G, von daher kann es schon auch sein, dass ab und zu mal aussetzt hier und es gar nicht am Mixroom hier liegt, sondern an meiner Verbindung. Da, guck mal, da haben wir noch mal eine Hand. Ja, dann hole ich doch. Schauen wir mal, wie es da funktioniert. Ja, Hallo, ja, Ah, wir hören was. Martin, sehr richtig? gut. Guten Morgen und vielen Dank Morgen. erstmal für die Vorstellung. Vielleicht kannst du noch mal kurz was sagen, was perspektivisch jetzt auch für mein Verständnis noch mal der Unterschied ist zwischen diesem Raum und vielleicht auch dieser Aspekte wie Videoverbindung für Aufnahmen ohne Audience. Also diese Räume sind jetzt erstmal, so wie ich es verstanden habe, dafür gedacht, wenn man die Community mit einbinden will. Aber wird es auch eine Möglichkeit geben, quasi für das Stammteam einfach sich über zusätzlich noch Video zu verbinden und dann trotzdem die Vorteile von Studio Link zu haben? Oder ist das jetzt rein für die Audience-Geschichte? Das ist erstmal jetzt für die Audience-Geschichte, aber die Integration mit den vorhandenen Apps, die soll dann auch entsprechend stattfinden, richtig. Genau. Gut, gut, gut. Ja, Noch jemand auf die Bühne? Ah, der Karl-Heinz hat die Hand gehoben. okay, dann. Hallo Karl-Heinz. Noch hören wir nichts. Ich hatte vorhin Audio mein ist. Audiogerät nochmal frisch selektiert und dann war mein Ton da. Ja, das kann sein. Vielleicht gibt es da noch einen Bug. Noch hören wir nichts vom Karl-Heinz. Kann ich mich auch selber wieder von der Bühne entfernen? Oder ist Nee, ich das kann dich nur... aber runterschmeißen, wenn du Okay, wieder. Dankeschön. Also, ja, mache ich. Hallo, hört ihr mich jetzt? Ja, jetzt hören wir Ah, dich. ja, okay, man muss noch eine Freigabe geben. Ja, erstens, ich bin ganz fasziniert. Ich habe zwei Fragen. Die erste, wie viele Leute können auf der Bühne stehen? Und zweite Frage, muss man, um mitzureden, unbedingt auf der Bühne sein, auch wenn man die Leute vielleicht nicht sehen will, sondern vielleicht nur mit ihnen kurz reden will? Man muss sie zumindest auf die Bühne ziehen. Sie müssen kein Video aktivieren. Das hatte ja Martin eben auch nicht. Genau, also ja, das ist im Prinzip der Punkt. Und wie viele Leute können auf der Bühne sein? Ähm, Im Prinzip, ich würde mal sagen, mindestens 10 bis 20. Das ist dann eher schon fast eine Sache, ob das dann noch quasi von der Anzahl der Videostreams und so weiter sich noch gut anfühlt. Ähm, aber ja, es gibt kein hartes Limit. Das ist dann eher wirklich ein technisches irgendwann, wenn die Bandbreite oder halt wirklich ja, zu viele da sind. Ja, da geht es aber hauptsächlich um Video. Bei Audio wird es nicht so ein Problem, wenn die alle keine Kamera eingeschaltet haben, ne? Genau, das ist kein Problem, richtig. Ja. Genau, also Und was ich noch plane, ist ein Audio-Only-Room, dass man also wirklich gar keine Kamera angezeigt bekommt, sondern wirklich nur rein Audio-Only machen kann. Das ist dann wahrscheinlich auch für das kleinste Paket wahrscheinlich die beste Variante, weil das dann auch auf meiner Seite wenig Kosten erzeugt. Genau. ja, okay. Und noch eine Frage, so wie ich jetzt im PC mit dem Link reingegangen bin, am Handy geht es noch nicht, oder?
sollte auf dem Handy eigentlich schon laufen, aber es kann sein. Was hattest du denn für ein Nee, ich habe Gerät? es noch gar nicht probiert. Ich wollte bloß wissen, das wäre Mhm. eine ideale Möglichkeit zum Beispiel für Konferenzen, dass man, wenn es immer laut ist, sagt, wir nehmen keinen Lautsprecher, nehmt alle euer Handy raus, hier habt ihr den Link und dann können eigentlich alle in guter Qualität und mit geringer Latenz ja auch zuhören. Und damit hätte man eigentlich so diese Idee, die wir sonst so mit den Silent Rooms, mit den Kopfhörern haben, ersetzt, wenn die Leute ihr Headset mitbringen. Ja, Na? Das wäre ganz gut, wenn das auf dem Handy funktioniert. Ja, müsste ich gleich mal probieren. Ja, klasse. genau. Okay, danke. Ja, gerne. Möchtest du noch auf der Bühne bleiben oder soll ich dich wieder ins Wie ihr Publikum wollt. schicken? Ich Also, habe meine Frage erstmal beantwortet gekriegt. Danke. okay. Ja, also jetzt muss ich mal unten mal aufmerksam sein. Multitasking ist auch nicht so mein Ding. Ich hole mal ein paar mehr gleichzeitig hoch. Jetzt reizen wir mal alles aus hier. Ich hatte jetzt gerade ein eingefrorenes Kamerabild, zumindest bei mir. Jetzt habe ich es einfach nochmal frisch gewählt und dann läuft es wieder. Ach, guck mal. Neue Nice. Gesichter, hallo. Wir hören dich noch nicht. Nee. Könnt ihr mich jetzt hören? Ja, ja, jetzt Ja, hören wir dich. Ja, jetzt bist du da. Ah, alles klar. Also ich kann bestätigen, es tut mobil, zumindest weitgehend. Hier ist jetzt ein iPhone am Start mit AirPods und es ist ein bisschen Jongliererei. Ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, dass auf dem iOS halt irgendwie alles für einen gemacht wird und dieser Join-Dialog mit Kameraauswahl und Mikroauswahl, der ist an der Stelle dann auch irgendwie, glaube ich, ein bisschen hilflos. Also man muss, glaube ich, einfach warten, bis sich es irgendwo eingerüttelt hat oder so. Aber ich kann bestätigen, man kann teilnehmen, man kann zuhören und man kann offenbar auch aktiv auf der Bühne teilnehmen. Also tut, funktioniert, soweit, wackelt halt ein bisschen. Genau, Ja. das sollte sich dann hoffentlich jetzt nach der Beta-Phase einruckeln. Ja, das war's schon, darfst mich wieder runterwerfen. Alles klar, vielen Dank. So, Ja, sehr sehr. geil, Sebastian. Wir haben ja auf den Podstocks, auf den vergangenen schon ein bisschen was von, für mich wird es immer Shrooms heißen, tut mir furchtbar leid, aber das wusstest du schon, gesehen. Und die Entwicklung, die da zu sehen war, die war ja schon echt beeindruckend, von daher geil. Also ich würde gerne mal Applaus im Chat sehen, wenn ihr das auch sehr, sehr geil findet. Meine Frage ist, wir haben ganz, ganz viele Feature-Requests im Chat gesehen. Nimmst du irgendwo Feature-Requests an? Hast du da überhaupt Interesse dran oder sagst du, ich habe im Moment noch so viel zu tun, haltet euch erstmal zurück? Ja, gerne. Also am besten Sendegate, wenn ihr es öffentlich haben wollt, oder da auch gerne als Privatnachricht an mich. Oder halt per E-Mail an hallo@studio-link.de, das geht natürlich auch. Ja, das sind eigentlich so die üblichen Kanäle oder halt auf Social Media. Genau, die Tage wurde jetzt nach dem Mastodon, also ich habe einen privaten Mastodon-Account, sreimers@chaossocial. Ich muss noch mal gucken, dass ich wahrscheinlich eine eigene Instanz aufmache, weil bei den anderen Open Source Instanzen, die sind meistens irgendwie dann nur englischsprachig. Das wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig. Genau, aber kommt. Ja, sehr schön, vielen Dank. Das war's auch schon von mir. Dann, wenn ihr mich nicht mehr sehen wollt, könnt ihr mich wieder zurückwerfen. Ja, ich guck mal, wer da noch kommt, dann können wir gleich nochmal quatschen. So, genau, Schmitz, wir sehen dich. Ja, das bin ich. Ja, und hören tun wir dich auch. Ja, das ist prima. Ich arbeite hier mit einem Huawei-Handy, also Android. Funktioniert wunderbar. Wollte ich nur rüberbringen. Super, Vielen Dank. ja, gerne. So, Tom, möchtest du noch hier bleiben oder soll ich dich auch schon mal wieder? Das Mikro war jetzt da schon ein bisschen intensiv, jetzt gerade bei dem Ja, Android-Telefon.
Ja, das ist Das war, natürlich bei Mobilgeräten immer so ein bisschen ja, schwierig. Das stimmt, ohne Headset kann das schon. ja. Ja, ich kann schon noch hier bleiben. Du musst hier nicht allein sitzen. Ah, komm, So, da haben wir dann noch hole mal ich noch jemand. mal ein paar Hallo. hoch. Jawohl. Guck mal gerade. Die So. Hände einsammeln. So, ihr habt noch das Mikro gemutet. Sollte es Ich kann nach ja dem noch mal durch den Chat Unmuten scrollen, ob mir noch ein noch paar nicht gehen, Fragen auffallen. Ja, dann nochmal das Audio-Device auswählen. genau. Hier wird gerade nach der Fediverse-Integration gefragt. Genau, ich arbeite da aktiv dran, das auch social-technisch ein bisschen also besser einzubinden. Genau, ich habe da ein bisschen mehr angekündigt. Ich hatte es eben schon mal kurz erwähnt, es war jetzt einfach zeitlich nicht möglich, alles an den Features wirklich zum Release da fertig zu bekommen. Ähm, und genau, aber das steht noch auf der Roadmap, also das kommt noch. Ja, die Neuen auf der Bühne. Funktioniert euer Mikro? Genau, du bist noch gemutet, wahrscheinlich musst du noch mal. Ja, man muss zweimal Ja, Mute drücken. Beim ersten Mal Mute wird man gefragt, ob man möchte, und beim zweiten Mal wird dann entmutet. Gut, weiß man dann jetzt auch. Schade, dass die anderen schon wieder runter sind. Ich hätte mal gern gesehen, wie es aussieht, wenn 5 Leute, also wie sich das Bild aufteilt und wie es dann halt mit der Framerate dann runtergeht. Ähm, Grundsätzlich passiert ja alles auf dem Server. Gibt's schon so ein Gefühl dafür, wie viel denn auf was Regulärem an Hardware denn passieren kann in so einem Raum, bevor es dann halt wirklich, du hast gesagt, 20 Leute auf die Bühne oder sonst irgendwas, aber ab wo macht man sich denn Gedanken? Bei Jitsi sind es ja ungefähr so 12 bis 18, je nach Server. das hängt ein bisschen vom Server ab. Im Prinzip skalieren sollte es schon recht gut, weil der Videostream wird nur einmal gerendert für alle. Das, Das das heißt, du wäre hast nämlich eine meine Hoffnung, dass man dann noch irgendwie eine Weihnachtsfeier mit 50 Leuten dann halt auch drüber abbilden könnte. Wäre ja jetzt schon in 2 Wochen soweit. Genau, also theoretisch, wenn der Server das hergibt, ist es eigentlich Bandbreite und ein bisschen CPU. Ich sage mal so, die kleinste Instanz, die man sich aufsetzen sollte, wenn man das selber hosten will, sollten schon mindestens 2 CPU-Kerne sein. Ähm, Wenn man jetzt so perspektivisch 50 Leute, würde ich schon sagen, dass man irgendwas Richtung 4, 8 Kerne sollten das schon dann mindestens sein. Aber es könnte, also getestet habe ich es jetzt noch nicht komplett Aber durch, generell aber threaded ist dann durch. Also es ist schon so, wie genau, man es es ist heute gerne eigentlich hätte. multithreaded und sollte eigentlich skalieren an der Stelle. Ja. Sehr schön. Ich freue mich seit der Ankündigung. Es gefällt mir saugut. Ich bin begeistert. Ähm, und Podcasten würde nicht mal halb so viel Spaß machen, wenn es Studio Link nicht gäbe. Also fast Danke. alle Folgen Podcast, die ich jemals aufgenommen habe, waren remote und durch Studio Link. Manchmal, wenn O2 zickt, dann rufen wir uns gegenseitig über Studio Link an, weil Studio Link funktioniert halt immer gut. Danke dafür. Ja, sehr gerne. Möchtest du noch hier bleiben oder soll ich dich wieder ins Publikum? Ich kann noch ein bisschen bleiben. Ich Ja, würde du mal willst ja gerne noch sehen, wie es sehen, aussieht, ob, wenn genau, also genau. dann darf ich nicht so Ich, viel runterschmeißen. ich mute mich mal. Ja, mach das. So, gucken wir nochmal, ob jemand nochmal rauf will. Ich glaube, Chris hatten wir schon. Du hast wahrscheinlich nur die Hand noch oben. So, genau. Nicht Karl-Heinz hatten wir auch schon. Aber vielleicht ist ja eine neue Frage. Ich hole ihn einfach mal mit drauf. Es ist so, dass man sich nochmal aktivieren muss. Das ist auch so eine Privacy-Geschichte, finde ich. Wenn man ihn auf die Bühne holt, sollte er natürlich selber entscheiden können, ob er dann auch ein Bild zeigen möchte oder nicht. Nur weil er es vorher einmal eingestellt ist und dann weggegangen ist und ich ihn wieder draufhole und das Bild angezeigt wird, das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Das ist halt immer so Privacy versus Usability, bisschen schwierig. Ich habe mich da eher für die Privacy entschieden. Ja, das ist auch so mal zum Hintergrund an der Stelle. So, genau. So, ja, hört ihr mich jetzt? Ja, du bist sehr leise. Vielleicht das falsche Mikrofon ausgewählt?
während da noch probiert wird, eine Frage hätte ich noch, wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Work Adventure einen Raum einbinden wollen würden. Ich habe mir gestern, während du noch irgendwelche Versionen ins Git gestellt hast, habe ich den ganzen Kram dann auch mal testweise bei mir ausgerollt, um zu schauen, wie weit es schon ist, weil ich halt nicht warten wollte, bis du es vorführst. Ähm, diese ganze Cross-Origin-Geschichte und sowas, das ist aber alles jetzt dann schon zäh, weil wenn wir es jetzt in Work Adventure einbauen wollen würden, weil jetzt ja demnächst gerade so ein Zeitpunkt ist, wo man Work Adventure gerne nutzen wollen würde, das ginge auch schon, oder ist da noch Baustelle? Ich müsste es nochmal testen. Zum Podstock hatten wir es im Work Adventure integriert. Das ist mit dem als iFrame-Lösung. Das ist immer ein bisschen tricky, aber ist machbar. Also sprech Mhm. mich da gerne nochmal drauf an. Ich kann das nochmal durchtesten in einem iFrame auf einer separaten Seite eingebunden. Also wir hatten es damals, glaube ich, einfach als separate Seite ins Work Adventure eingebunden. Und das ist dann ja ein iFrame und das ist von den entsprechenden Browser-Schutzmaßnahmen immer ein bisschen tricky, aber es geht. Mhm. Ich habe mich sehr viel Vorbereitung für diesen Winter nicht gemacht, weil ich darauf gehofft habe, dass dein Projekt hier fertig wird bis dahin. Und es sieht ja auch genauso aus. Also fertig genug für das, was ich will. Genau, ich glaube. Ja, das freut mich doch. So, könnt ihr mich denn hören in der Zwischenzeit? Ansonsten scheint hier Ah, du was bist nicht sehr zu klappen. leise. Ich weiß nicht. Immer noch sehr leise. Oh, Ja. ja, dann weiß ich auch nicht. Also ich bin im Moment mit dem Headset am Handy und kann aber Ja. mitreden. Das ist schon mal ganz gut, wenn er mich überhaupt hört. Die Lautstärke weiß ich auch nicht, wie ich sie jetzt ändern kann, aber das müsste... Ich höre euch jedenfalls gut. Also es scheint zu funktionieren. Prima, danke. Ja. Ja, okay, das schaue ich mir nochmal an. Das konnte ich in der Zeit nicht so schnell testen. Also, das habe ich noch bei mir auf der Testliste. Externe Geräte an Smartphones. Das kann sein, dass da vielleicht noch was möglich ist. Wobei sich manche Smartphones auch sehr, sehr komisch verhalten, wenn es darum geht, was Lautstärke angeht. Ja. Ja, müsste man mit mehreren Headsets mal probieren. Aber das ist ja eine gute Idee. Also ich verfolge so die Idee, das bei größeren Veranstaltungen mal zu verwenden, dass es rundherum sehr laut ist und man dann auf die Art und Weise sich miteinander verständigen kann. Ja, Mhm. also danke Sebastian. Bin ganz Ja, begeistert. sehr gerne. Ich habe dann jetzt auch mal gesehen, wie es mit mehr als 4 aussieht und darfst mich auch gerne wieder rauswerfen. Okay, dann Grätsch ich mal kurz rein. Mich ja, würde mal interessieren, wie du oder ob es Pläne gibt, das Ganze irgendwie auch in Ultraschall zu ja, integrieren. genau. Also Also sprich, ich, die Live, ja, erzähl mal. das ist eben schon so ein bisschen abgebrochen worden. Also genau das ist es. Im Prinzip in Ultraschall sieht die Integration dann oder soll so aussehen, das kommt noch, dass man quasi diese Mehrspur quasi vom Server rausgeroutet bekommt. Also eben schon der Hinweis, Studio Link Mix Rooms läuft komplett zentral auf dem Server, anders als wie man das bisher kannte von den Studio Link Apps. Das wird aber auch so bleiben. Also man wird sich immer entscheiden können, will ich das selber lokal machen oder nicht. Mixrooms ist halt aufgrund der Tatsache, dass man halt mit der Audience sprechen möchte, was man über den eigenen Anschluss, also es sei denn, man hat jetzt wirklich schon irgendwie eine Glasfaseranbindung und eine gute Maschine, dann ginge das theoretisch natürlich auch, aber in der Regel ist es ja so, dass wir doch eher hinter eingeschränkten Internetanschlüssen, die auch nicht symmetrisch sind, wirklich sitzen und dementsprechend funktioniert das Modell, so wie es quasi, dass man selber die Zentrale ist, damit natürlich nicht so gut. Deswegen die Entscheidung für die Serverlösung. Ähm, aber das wird beides parallel existieren. Also ich habe jetzt nicht die Planung, das eine jetzt zu verwerfen und nur noch darauf zu gehen. Und ja, dann soll auch die Ultraschall-Integration etwas besser sein, dass man halt wirklich Im auch Stehen, diesen Videostream und auch den Audiostream im mit Stehen. reinbekommt. Mhm. Super, danke. So, ich hätte noch mal kurz eine Frage. Ich Mhm. weiß nicht, ob du es schon besprochen hast, weil bei mir vorher kurz eine Auswahl gegeben hat. Wie soll die Ja, Fediverse-Integration aussehen? ja, danke dann. Also das erste Thema, was
bei mir drauf steht, sind Social Logins. Das heißt, anstatt jetzt irgendwie so einen anonymen Avatar zu haben, dass man halt entsprechend direkt mit seinem Social Media Account, ob das jetzt Fediverse ist oder halt auch meinetwegen noch Twitter, solange es noch existiert, wenn es dann da ist, das ist eine Option. Dann braucht man sich auch um diese Bildauswahl keine Gedanken machen, hat einen festen Login. Das könnte man auch zum Beispiel erzwingend machen für Räume, könnte ich mir vorstellen, wenn man ein Problem hat mit der anonymen Funktion. Also aktuell gibt es wenig Moderationsfunktionen. Das könnte zum Beispiel helfen an der Stelle, wenn man da sehr viel mit Trollen oder sowas zu tun hat. Ich habe aber auch noch ein paar Ideen, um anonyme Trolle so ein bisschen in den Griff zu kriegen, so wie man das von anderen Plattformen auch kennt, dass man sie vielleicht einfach nur stumm schaltet, sie das selber gar nicht merken und vielleicht auch die IP-Adresse irgendwann blockiert oder sowas. Das sind so naheliegende Sachen, die mir da in den Sinn kommen. Ansonsten Fediverse-Integration, genau, dass man eigene Instanzen miteinander vernetzen kann. Also ich habe eigentlich schon die Vorstellung, dass man auch diese Rooms etwas öffentlicher machen könnte, sodass man auch ja, wirklich über Instanz übergreifend dann entsprechend miteinander kommunizieren kann in solchen Räumen. Super, danke. So. Okay. So, jetzt sind noch ein paar auf der Bühne. Ich weiß nicht, anscheinend gibt es da noch technische Schwierigkeiten oder sie sind schon Du wieder. darfst mich wieder runterkicken, wenn du Achso, möchtest. ja, okay. Dann mache ich das gerade mal. Okay, Ja, mich auch. okay. Dann Gero hatte ich noch gesehen. So. Gero mit Bild. Aber noch ohne Ton, oder? Ja, wir hören dich noch nicht. Ja, So. wir hören den noch nicht. Vielleicht nochmal das Mikro frisch Ja, nochmal auswählen. das Mikrofon auswählen. Anscheinend hat das nicht ganz gegriffen. Also noch hören wir nichts. Ja, stimmt, eine Funktion, um selber von der Bühne runterzugehen, ist sicherlich auch ganz praktisch. Bin ich jetzt da? Jetzt bin ich aber Ja, über jetzt ein bist du. MacBook, komischerweise. Ah, Der hat ja. das Zoom nicht erkannt. Keine Ahnung, woran das liegt. Das ist wahrscheinlich bei mir was. Ich will jetzt gar keinen Zeitrahmen von dir wissen, aber irgendwie vielleicht so in Prozent, wie viel fehlen noch für die Einbindung in Ultraschall und die neue App, die du eigentlich machen wolltest, sind in Prozent oder so, weil ich meine, das ist jetzt schwierig. Also der Grundstein ist da. Also ich denke mal, prozentual liege ich irgendwo bei 60%. Aber wenn man so weiß, sind immer die letzten Prozent immer die härtesten, gerade wenn es um Bugs geht. Zeitlich muss ich mal gucken. Also ich denke schon, dass wir vielleicht einfach im neuen Jahr einen Studio Link Release Day wieder machen, wenn ihr da Interesse dran habt und es dann auch um die Apps geht. Es hängt jetzt ein bisschen davon ab, auch wie viele Bugs jetzt noch hier in Rooms zu fixen sind. Also ich möchte natürlich, ich kann mich natürlich nicht aufteilen auf alle Projekte. Das würde natürlich alles noch zeitlich mehr nach hinten schieben insgesamt. Deswegen würde ich mich jetzt erstmal darauf konzentrieren, die Bugs unter Rooms zu fixen. Und dann würde ich mich aber auch sehr zeitnah gerne an die Integration der Apps weitermachen. Und als erstes werden wahrscheinlich die iOS und Android-Apps rauskommen. Das ist auch für mich so der wichtigste Kostenpunkt, den von dem Drittanbieter rauszubekommen und das auch besser zu integrieren. Die gibt es ja im Moment gar nicht und das ist dann auch eher ein bisschen einfacher, als jetzt, sage ich mal, die vorhandenen Apps umzustellen. Jetzt eine andere Frage, irgendwie, du hast gesagt, du kannst dich nicht zerteilen.
ich meine, das sind jetzt eine ganze Menge Leute hier, können die dir irgendwie helfen beim Testen oder kannst Also du da klar, Support gebrauchen? bei Rooms ist es natürlich schon so, dass dadurch, dass es auch Open Source ist, natürlich auch gerne mitentwickelt werden kann. Das ist eine MIT-Lizenz, also sehr offen. Und ja, im Prinzip kann das schon sehr niederschwellig anfangen bei Dokumentation. Oder halt wirklich dann gerne auch Codebeiträge. Im Prinzip ist es eine C-Applikation und im Frontend JavaScript mit entsprechend Vue.js. Aber das sieht man auch, wenn man auf das Repo geht. Also, das klingt ja zu professionell. Er ist jetzt nicht auf die Bühne geholt normalerweise. Ja. Aber zu dem Gedanken mit dem Test, wenn du etwas hast, wo du dann einfach mal 10 oder 20 Leute brauchst, dann gehe ich mal davon aus, du machst einen passenden Aufruf. Genau, dann würde ich richtig, das würde ich dann machen, richtig. So, genau. Aktuell richtig ist das ganze Browser-only, aber das soll dann später auch mit den Apps dann entsprechend mit integriert sein. Ich kann mal gerade, sonst würde ich euch beiden gerade mal von der Bühne schubsen, dann zeige ich schon Ja. mal so ein bisschen, wie die Apps aussieht. Dann kann man das wieder im Vollbild betrachten. Ist auch noch eine Funktion, die ich quasi nochmal machen möchte, dass man besser auswählen kann, was für ein Video gezeigt wird. Okay. Ja, Vollbild und Safari ist ein bisschen schwierig. Da muss ich nochmal forschen, warum das nicht geht. Könnte aber auch eine Safari-Einschränkung sein. Genau, das ist im Prinzip die App. Also, nehmen wir das mal zu, dann sieht man das ein bisschen besser. Ja, die Grundfunktionen sind schon da, aber es gibt halt noch nichts Spannendes Neues. Im Prinzip ist das Ganze eher Kachelbasiert jetzt in der neuen Version dann, wenn sie dann rauskommt. Also aktuell ist das jetzt wirklich noch die Alpha-Version, wo man sein Mikrofon auswählen kann. Und genau, Pegelanzeige ist da, diesmal auch sogar in Stereo. Also ich feile an sehr vielen kleinen Details und das macht das dann auch immer sehr aufwendig. Ich soll das vielleicht mal deaktivieren. So, jetzt ist Ruhe. Genau. Und ja, kachelbasiert, mehrspurfähig natürlich. Dann auch die Integration über den Account ist ein bisschen einfacher, indem man einfach seinen Account entsprechend auswählt für die Zusatzfunktion. Genau, das ist im Prinzip so das Grunddesign und daran arbeite ich jetzt weiter, das entsprechend fertigzustellen. Genau, Tastaturnavigation ist auch so ein Punkt, wo ich mich sehr gewidmet habe. Also man kann die Spuren ähnlich wie bei Ultraschall dann einfach direkt unter 1, 2, 3, 4 anwählen. Im Prinzip soll auch die Ultraschall-Integration besser werden, dass man im Prinzip das meiste auch über Studio Link selber dann steuern kann, zumindest was die Grundspuren angeht, und da nicht zwei Fenster haben möchte. Das wäre auch noch so eine Geschichte, an der ich arbeite. Ja. So. Genau. So, dann gucke ich nochmal. Jetzt weiß ich nicht. Ich gehe mal wieder auf mein Video. So. Okay, jetzt weiß ich nicht. Warst du noch oder hast du noch den oben gehabt? Nee, ich wollte. Achso, jetzt habe ich dich zu schnell Ja, wieder so. abgebrochen. Ja, jetzt. Klappt jetzt?
Ja, jetzt klappt's. Ah ja, okay. Du sagst, der Drittanbieter kommt, soll ja auch raus, weil der Kosten verursacht. Das ist nachvollziehbar. Also die Groundwire-Geschichte dann, ne? Also Cloud Software. Genau, richtig. Ähm, Richtig. Und es ist halt auch immer ein bisschen schwer zu testen. Es ist nicht Open Source, also insofern, mhm. Das ist alles nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz ist es halt ein geiles Feature. Also ich finde die ganzen neuen Features geil. Ähm, Wird es denn oder ist es für uns irgendwie einfach möglich? Wir haben da vor ein paar Jahren schon mal geschrieben, da hast du gesagt, klar kannst du das selbst aufbauen, es macht aber überhaupt keinen Spaß. Ähm, ähm, Wird es eine Möglichkeit geben, sich das irgendwie dann trotzdem parallel aufzubauen? Denn genau diese mit Groundwire-Funktion, wir haben vor 2 Jahren einen Adventskalender gemacht mit ganz vielen Podcast-unaffinen Menschen, bei denen es auch mit der Web-App nicht geklappt hätte, den Link zu schicken, die App zu starten. Das hat tatsächlich am Ende dann halt bei einigen der Teilnehmer dann halt am besten geklappt. Ich würde die Option ungern missen wollen in Zukunft. Ähm, oder werden wir rechtzeitig erfahren, bevor Groundwire wirklich rausfliegt? Also für unseren regulären Fall Also ist das, was du wenn jetzt dann, wenn es vorgestellt hast, das rausfliegt, dann, Richtige. dann wird es ja durch die nativen Apps ersetzt. Das heißt also, es gibt dann eigentlich einen besseren Ersatz als das bisherige in dem Moment. Okay, Vielleicht dann war hoffen das wir, missverständlich ausgedrückt. dass der dann abgehangen genug ist, dass die Leute klarkommen. Genau, richtig. Weil Groundwire funktioniert ja wirklich, oder wir sind ja Cloud Software, aber es ist ja quasi das Gleiche. Mhm. Funktioniert ja wirklich hervorragend. Und ja, für über 90% meiner Anwendungsfälle sehe ich genau das, was du jetzt hier vorstellst, als genau den Weg, den wir gehen wollen. Aber diese andere Geschichte mit der Telefon-App, die dann auch noch ja, quasi ein seriöser Anbieter, also du weißt, auf was die Leute dann halt schauen. Also sie lesen dann, sie schauen ja auf die falschen Buzzwords im Endeffekt. Ähm, ja, wir alle sehen es anders, dass eine Closed Source Software halt eben nicht der seriöse Anbieter ist, aber die Leute schauen halt, was im App Store mit 12 Sternen versehen ist oder sowas. Da konnte ich dann halt schon die Leute gut davon überzeugen, wenn es dann halt irgend Verstehe. so eine Fricke-Lösung ist, wie wir sie alle bevorzugen, und dann verstehen die Leute das nicht, auch wenn die Fricke-Lösung oftmals besser ist. Ja, hoffentlich hat dann zu dem Zeitpunkt die App dann auch genügend Bewertung, dass sie dann positiv angenommen wird. Ja, Ja. das liegt ja an uns. Da müssen wir uns dann alle mit drum kümmern, dass die viele gute Bewertungen bekommt, indem wir es dann halt alle gut nutzen und die Leute auch dann aktiv bitten, dass sie das machen, was die großen Player auch tun. Die Leute auffordern, klickt doch bitte Sternchen bei unserer App, damit die Open Source Geschichte auch nach oben kommt. Das ist halt wichtig. Das liegt an uns, an der Community. Ja, gut. So, jetzt gucke ich nochmal. Malik hat sich nochmal gemeldet. So. Hallo, hört man mich? Ja, man hört dich. Guten Das ist Morgen. jetzt rein MacBook mit Echo Cancellation eingeschaltet, also ohne Headset. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich ahne, wie viel Arbeit hier drin steckt. Ich bin großer Fan, weißt du ja, Studio Link for the win. Du hast es eben schon mal angesprochen. Ich weiß nicht, ob ich da was verpasst habe. Sealight hatte auch nochmal danach gefragt. Die Studio Link-Integration interessiert mich. Ich sage mal den Hintergrund. Wir haben bei Clean Electric häufig den Fall, dass wir Gäste haben und wir haben häufig zwei Probleme. Das eine ist, wenn wir nachher das Video auf YouTube werfen wollen, die Synchronisierung hinzubekommen zwischen Audio und Video, was dann hoffentlich wir laden es vom Server runter und das ist Sync, dann behoben ist. Aber wie macht man das in Echtzeit? Also, wenn ich jetzt eine Audience habe oder wenn ich auch nur einen Gast, eine Gästin habe und habe ja auch eine Live-Sendung, Studio Link Live. Was ist jetzt in Studio Link dann lokal aufgezeichnet und wie kriege ich das nachher sync zu irgendwas anderem? Was ersetze ich durch was? Hast du da eine Vorstellung von dem Prozess? Ja, also der Prozess wird so sein, sobald du also Mixrooms mit ins Spiel bringst, ähm, ist es immer die Serveraufzeichnung, die quasi Vorrang hat und quasi der Ultraschall-Client bekommt nur einen Backup-Stream davon. Ähm, Das ist einfacher zu handeln, als jetzt zu versuchen, besonders wenn Video ins Spiel kommt, gerade mit der Bandbreite, ist einmal einen guten Anschluss, das dann über Ultraschall als Zentrale zu hosten.
Insofern ist dann Ultraschall nur ein Client und kein Server, wie es aktuell als Zentrale der Fall ist. Okay, man würde also im Prinzip also wir machen es bisher so, wir machen das Video über Zoom und machen das Audio über Studio Link. Und das nachher zusammenzubringen ist halt ein Pain, weil Studio Link natürlich versucht, ne, du weißt, so Pausen zu nutzen, um die Audio-Streams wieder synchron zu bekommen und so. Und das macht Zoom natürlich nicht parallel und damit läuft das dann total auseinander und man schneidet sich halt da einen Wolf dran. Das heißt, wie es jetzt wäre, ist, man macht Mixroom, man sieht den Gast, man spricht miteinander, man nimmt auch parallel den Podcast in Ultraschall auf, wird aber nachher diesen ganzen Teil mit dem Gast 1:1 ersetzen durch das, was von Mixroom runterzuladen ist. Also es ist händisch, dieser Interviewklumpen würde dann ersetzt werden, händisch durch das, was wir von Mixroom als Download bekommen. Genau, beziehungsweise das, was in Ultraschall als Backup-Stream landet, wäre dann schon in Sync vom Server als Okay, das heißt, entweder man lässt es so, ja, wenn man editieren möchte oder sowas, ne, dann müsste man zweimal editieren. Also man würde den Podcast in Ultraschall editieren müssen, aber das, was man von Mixroom bekommt, halt nochmal. Weil die Hoffnung wäre natürlich nur einmal zu editieren und dann ist auch das Video schon geschnitten. Genau. Aber das geht nicht. Oder Ähm, Mixroom runter, wirft es in Ultraschall, schneidet dann. ja, also erstmal müssen wir kurz unterscheiden. Also aktuell ist es so, man müsste es jetzt vom Server runterladen, die MP4-Datei, und dann in Ultraschall reinziehen oder in eine beliebige Geschichte, wo man das editieren möchte aus dem Mixroom. Ähm, Später die Integration selber in Ultraschall soll so funktionieren, dass du quasi in Ultraschall, wenn du eine Mixroom hast und dich dann mit Ultraschall dort anbindest, dass zwar dein Audio direkt genommen wird, aber Kamera dann über den Browser läuft und du quasi mit der die Serverinstanz dir quasi einen Backup-Stream zur Verfügung stellt, der dann in Sync ist. Der muss dann ja auch nicht Realtime sein, sondern der kann ein bisschen puffern besser und dadurch den Sync besser gewährleisten. Und dann hast du auch in Ultraschall eine Aufnahme, die entsprechend besser funktioniert und synchron sein sollte. Ja, genau, das ist, solange man nicht schneidet, sozusagen total super. Man würde in Ultraschall einmal die Audioaufnahme haben, man würde das Video später runterladen und zum Beispiel auf YouTube werfen können. Aber wenn man beide editieren möchte, möchte man das ja nur einmal tun. Und das hieße, man würde das MP4 runterladen, in Ultraschall editieren und auch für YouTube exportieren. Achso, Ja, nee, aber eine Videospurintegration wird es auch geben. Also das heißt, du hast dann gleich beide Spuren in Ultraschall drin. sweet. Ja. Okay. Also das geht. Also Mespotine hat mir letztens einen Link zugeschickt, das habe ich mir schon mal grob angeschaut. Ultraschall ich kann über das Plugin theoretisch auch die Videospur direkt mit reinfließen lassen. Das geht. Ja, ich bin gespannt. Also, Beta-Tester, weißt du, wenn du welche brauchst. Ja, dann danke. Ja, da finde ich. So, jetzt gucke ich nochmal durch. Genau, aktuell gibt es anscheinend keine Fragen. Äh, tütüdüm. Ja, im Prinzip sind wir jetzt bei einer Stunde. Das klingt auch nach einer guten Zeit. Wenn jetzt keine wichtigen Fragen mehr sind, dann würde ich das auch schon. Aber wir können natürlich auch Ich, so noch ein bisschen quatschen. ich habe noch eine. Mhm. Damit nerv ich dich schon seit Jahren. Das geht um die Studio Link Standalone-Version, die ja dann Apps sein werden, ne? Vor allem auch in Richtung Gäste. Wir haben immer wieder, ich sag mal, alle 2 Wochen erklärt man jemandem, der das noch nie gesehen hat, von vorne, was er oder sie machen müssen. Und bei mir selber merke ich ich mache Studio Link Standalone auf und jedes Mal kriege ich die Tour, die ich skippen muss oder muss mir das Gerät merken und das Mikrofon nochmal auswählen. Das sind alles so theoretische Fehlerquellen. Und als zweiten Punkt hatten wir oft das Problem, dass wenn wir 2 Gäste haben, die aus einem Firmennetzwerk kommen,
dass wir die nicht beide einbinden konnten, wenn die die gleiche IP hatten. Sind das Sachen, die du adressiert hast mit der Also Standalone-App? das mit der gleichen IP, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wird wahrscheinlich passiert sein, aber das muss eine andere Ursache haben. Das kann natürlich eine Firmenfirewall oder sowas sein, Ja, sowas. die Also da, IP habe ich jetzt gesagt, aber das Problem hatten wir genau, oft. genau. Also gleiche IP sollte kein Problem sein, weil das eigentlich immer über Ports läuft und also Mhm. hinter einem Anschluss sollten mehrere auf jeden Fall möglich sein. Genau, Einstellung behalten, das wird auf jeden Fall in der neuen Sache drin sein. Ich schaue Juhu! auch immer wieder, das muss ich hier auch noch mit einbauen. Das war jetzt auch zeitlich noch nicht drin, dass hier die Einstellungen sich gemerkt werden. Eben wurde es auch schon im Chat einmal erkannt, dass neue Geräte nicht sofort erkannt werden und man dazu einmal neu laden muss. Das ist auch so ein Ding, das muss ich hier noch einbauen. Ähm, Genau, jetzt habe ich schon wieder den anderen Teil deiner Frage weg. Achso, ja, Netzwerke. Ja, Netzwerke ist halt immer ein bisschen schwierig. Da schaue ich auch nochmal, dass ich bei Firmennetzwerken ja zumindest irgendeine Notlösung als automatischen Fallback mit einbaue. Es ist aber leider sehr schwierig, teilweise da was Gutes dann bei Mhm. rauszubekommen. Und einen Painpoint, ich weiß nicht, ob nur ich den habe, weil ich sende halt von einem Hackintosh, der hat 5 Festplatten drin oder so. Wenn bei mir irgendein Backup anspringt, irgendwas, was sehr viel I/O macht, ich sag mal Time Machine oder auch Backblaze, das sind so die Momente, wo dann der Audio-Stream völlig zerknackt und zerhackt wird. Also der einzige Weg raus ist immer Time Machine ausmachen und das kann man mit Sondertools auch verhindern, dass das jede Stunde anspringt. Bei Backblaze kannst du es nicht verhindern, musst du quasi komplett händisch machen. Ist das was, also das habe ich jetzt nicht bei Zoom oder bei irgendwas anderem mit Audio, sondern nur bei Studio Link. Ist das was, hab nur ich das oder ist das was du adressieren kannst oder schon adressiert hast vielleicht? Ich glaube, ich hatte ja schon mal also das hatte, glaube ich, bei Backblaze nicht geklappt, diese Funktion, wenn ein Programm Video oder Bildschirmschoner blockiert, Geschichte, dass es da nicht Mhm. anspringt, oder war es ein anderes Programm bei dir, Ähm, was wir da. Genau, es gibt ein Time Machine Tool, was ein bisschen solche Dinge erlaubt. Genau, das habe ich Mhm. auch, Tipp von einem Hörer, glaube ich, habe ich auch benutzt. Okay, dann ist Time Machine schon mal ruhig. Backblaze habe ich sogar geschrieben und habe gesagt, könnt ihr nicht darauf hören, ob ein Tool gerade, also ob ich Programm X oder Y auf habe? Und die haben gesagt, nee, ist nicht vorgesehen, können wir nicht, geht nicht und so weiter. Das heißt, von der Seite, ich habe auch, die können teilweise 8 Threads benutzen, das kannst du runterschalten auf einen und Prio runter, habe ich alles gemacht, ändert nichts. In dem Moment, wo Backblaze anfängt, ist Studio Link knacksig. Und ich Mhm. wüsste halt nicht mehr, was ich von meiner Seite machen kann. Also auch Puffer hochstellen oder so hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Ist das was du öfter schon mal gehört hast oder ihr da draußen? Vielleicht interessiert mich, ähm, was es Also bisher ist. nur von dir, aber das kann natürlich, das heißt nichts. Also manchmal kriege ich Ja, Feedback sehr, sehr spät oder sehr selten. Also da auch gerne immer wieder Feedback geben. Also eben wird ja schon, hätte ich gerne Feedback natürlich. Natürlich kann es auch irgendwann zu viel werden, aber ich versuche mir dann immer schon die Sachen rauszupicken und wenn ich sowas öfters höre, dann lohnt es sich natürlich eher nochmal da reinzuschauen, ob das ein grundsätzliches Problem ist oder ob das jetzt ein Einzelfall ist. Hier wird es auch schon lokal beschrieben. Man müsste jetzt mal auseinander dividieren, ist das jetzt ein Netzwerkproblem oder haben wir wirklich lokal ein Problem, das ähm, quasi CPU-technisch vielleicht schon durch das Backup, was zerstört wird und für die Aussetzer sorgt. Das müsste man quasi erstmal auseinandernehmen, an welcher Stelle es jetzt eigentlich bei dir genau ja, hakt in also dem es ist Moment. auf jeden Fall nicht Netzwerk, weil ich hänge an Glasfaser. Mhm. Ähm, Das klingt auch anders als so Paketverlust, ne? So dieses WLAN-typische, was man so kennt. Ähm, Das andere ist ja CPU. Ich habe einen i7 mit, ne, also Desktop i7. Kann ich nicht so sagen, aber wie gesagt, Prios runterstellen und weniger Threads und so hat nichts genützt. Und die Auslastung von Menu-Meters und ähnlichem, die sagt halt, der Computer tut quasi nichts. Also ich bin noch nicht dahinter gekommen. Ich muss das Thema jetzt auch nicht so ausbreiten. Ich wollte es nur mal hier reinwerfen. Hätte ja sein können, es gibt neue Erkenntnisse. Dann hätte es mich natürlich interessiert.
Und Peter nennt hier gerade Trip Mode, das kenne ich nicht, kann ich mal googeln. Also einen Tipp kann ich schon mal geben, was manchmal unter Mac hilft, ist die Location-Abfrage zu deaktivieren. Oh, okay. Ähm, Weil die greift, also bist du über Netzwerk oder WLAN drin? Netzwerk, Ethernet. Okay, ne, dann spielt das für dich keine Rolle. Also bei WLAN ist gängigstes Problem Location-Abfrage, weil die blockiert einfach mal für mehrere hundert Millisekunden das WLAN. Ähm, oder das kann man zum Beispiel testen, indem man teilweise auch einfach auf das WLAN-Symbol geht und sich die Netzwerke anzeigen lässt, dann hat man sofort Aussetzer, weil einfach die Netzwerkkarte in dem Moment oder vielmehr die WLAN-Karte in dem Moment Pakete blockiert und das nicht zu knapp. Das passiert auch bei der Location-Abfrage. Ist ein jahrelanger Bug von Apple, der irgendwie nicht gefixt wird. Ansonsten, genau, wenn du schon über Ethernet bist, würde ich jetzt an der Stelle vermuten, dass es eher ein lokales CPU-Problem ist oder ja, wahrscheinlich. Also du hast es eingeschränkt auf ein Thread, benutzt er dann auch wirklich nur ein Thread Backplace oder nimmt er sich doch mehr? Wie würde ich es testen? Wo würde ich sehen? Activity-Anzeige eigentlich. Hm. Müsste ich mal prüfen. Aber Vielleicht mal die zumindest der, Activity-Anzeige ja. mal beobachten in dem Moment, was da passiert, genau, wie viele Ressourcen da wirklich verwendet werden. Mhm. Das sind schon mal so Anhaltspunkte vielleicht. Würde man dann auch sehen, wenn irgendwas, also auch wenn ein Thread auf 100% läuft, müsste das ja für die 7 anderen Kerne einfach egal sein. Aber, oder könnte sowas schon trotzdem zu einem Problem führen? Es sollte kein Problem sein, richtig, aber ich überlege gerade, ob das bei Ultraschall ein Problem ist. Ich laufe ja im Ultraschall-Kontext mit als Plugin, das heißt, ich laufe ja gar Mhm. nicht als Standalone-Prozess. Aber du sagst ja, es passiert auch bei der Standalone, ne? Also es ist nicht auf Ultraschall Ja, bei der bezogen. Standalone und wenn ich hoste. Ist beides das gleiche. Okay. Ja. Aber ich wollte Nee, hier dann auch nicht so sollte, viel wenn Raum Ressourcen noch einnehmen da und sind, eigentlich kein Problem sein, richtig. mhm. Aber wie gesagt, mal darauf achten, ob da nicht doch der dann statt einem Kern doch alle benutzt oder so. Aber wenn du schon drauf geachtet hast und du sagst, da ist eigentlich nichts gewesen in dem Moment. Ja, ich mm, habe immer in meiner Menüleiste, ne, so eine kleine Anzeige Hast und da du, würde ich sehen. Quan Ja. haben die andere schon mit Backblaze das mal berichtet, dass das Problem existiert? Sonst muss ich mir mal ein Testkonto bei Backblaze machen und das selber mal reproduzieren. Ob ich Bin das, nicht sicher, wie groß tatsächlich. ist so eine durchschnittliche Datensicherung bei dir in dem Moment? Der macht ja nur Differenz-Backups wahrscheinlich in dem Ja, Moment, ne? macht er. Tja, weiß ich, das läuft halt immer, ne? Deswegen kann ich dir nicht sagen. Also es sind nicht jedes Mal Terabytes oder so. Es Mhm. ist eigentlich auch egal, wie groß das ist. In dem Moment, wo er anfängt, sagen sofort Hörerinnen und Hörer im Chat, es knackt. Und dann gehe ich, also da sehe ich, da steht dann sowas wie Backup vorbereiten. Also einfach nur, auch bei Time Machine, einfach die Tatsache, dass der anfängt. Und ich habe dann gedacht, rödelt der jetzt einmal über alle Platten? Ich habe immer so das Gefühl, es ist so ein I/O-Thema. Genauer kann ich Und es schwer unter eingrenzen. Linux, unter Linux gibt es solche Dinge aber auch, wenn wir zu lange senden und dann passieren dann halt nachts irgendwann irgendwelche Prozesse bei mir, entweder auf dem Server oder auf dem Notebook und dann bricht uns dann auch, also der Stream wird dann halt madig, ich muss dann wirklich einmal auflegen und nochmal neu verbinden, damit sich wieder fängt. Dann laufen die Prozesse immer noch und dann ist alles wieder gut, aber ähm, zwischenzeitlich kommt es dann halt vor, dass, ähm, aber nur bei mir unter Linux. Die anderen nutzen alle andere Dinge. ähm, ja, und auch auf verschiedenen Systemen. Also es ist ja nicht nachvollziehbar, was es genau ist. Und es war auch nicht schon immer, aber ähm, bei irgendwelchen I/O-Themen scheint es mir auch zu sein. Also ist jetzt Mhm. halt Linux und nicht Mac, aber Also bei irgendwelchen I/O-Themen zerfleddert es den Stream. Und oftmals kommt der dann auch nicht mehr richtig zurück. Also ab dann hat man dann Roboter in alle Ewigkeit, bis man auflegt, neu verbinden, dann ist alles wieder schick. Das gehört halt dazu. Nee, auflegen muss ja. ich explizit nicht, sondern ich muss auf jeden Fall nur den Prozess stoppen, dann ist sofort gut. Mhm. Also die Studio-Links, also bei Standalone weiß ich, so wird es Reaper wahrscheinlich auch machen. Da läuft die Aufnahme in einem eigenen Thread. Das heißt, die ist komplett unabhängig vom Audiokontext. Das kann eigentlich kein Problem sein. Das habe ich genau deswegen gemacht. Insofern
Es muss noch irgendeinen anderen Zusammenhang in dem Moment geben. Aber wie gesagt, ich versuche das mal mit Backplace und einem Test-Account. Die haben doch so eine Testphase, oder? Ja, bestimmt. Wahrscheinlich. Ich hätte Dann noch würde eine ich das Frage mal gehabt. versuchen nach. Ich hätte noch eine Frage gehabt. Ja. Du, also es muss ja noch einiges getan werden und man kann ja nur tun, so viel tun, wie man Zeit hat. Mhm. Können wir durch mit Geld draufwerfen dafür sorgen, dass du nicht nur mehr Geld, sondern auch mehr Zeit hast? Also, Ja, also sicherlich, das ist ein valider Punkt. Also klar, alles, ich mache das ja noch in Teilzeit so gesehen, habe ja immer noch meinen anderen Grundjob als selbstständiger Systemadministrator und klar, im Moment pendle ich so bei 30% meiner Zeit für Studiolink und umso mehr Einnahmen natürlich über Studiolink dazukommen, würde ich dann natürlich auch mehr Zeit aufwenden können für solche Themen, richtig. dann kann man das doch mal so im Raum stehen lassen. Die Knöpfe kennen wir ja alle. So, jetzt hatte ich eben noch irgendwas gelesen, aber vielleicht, ich weiß nicht, Sven, möchtest du eine Frage loswerden? Du sahst eben Ich sehr wollte auf schön den, borgmäßig aus. ja, sehr schön. Ich wollte für Was den manchmal hilft, Bisamstadt einen ist einfach Stammtisch. den Bildschirm neu refreshen mit der Hand. Das ist so der manuelle Fix für solche. Entschuldige, ich hatte meine Lautsprecher noch an und das habe ich jetzt erstmal erledigt. Sehr gut. Was sagtest du? Du sahst eben sehr borgmäßig aus und ich kenne diesen Bug leider schon. Da bin ich auch schon dran, aber man kann ihn auch einfach verhindern, indem man einfach das Bild refresht mit der Hand, dass das geht. Also jetzt, ne, dann Ja, werden sehr die gut. Ich habe Pixel. gedacht, das wäre die Zensur für besondere Podcast-Gesichter. Das hätte ich auch verstanden. Nee, ich wollte auf den Bisamratten-Stammtisch zu sprechen kommen. Ah ja, genau. Genau, wir wollen Studio Link Mix Rooms dann heute Nachmittag, Abend mal ein bisschen ausprobieren für eine kleine soziale Veranstaltung. Und zwar, das mit der Bisamratte ist so ein Safe Word, wenn irgendwelche Leute ganz fürchterlich über Technik abnörden und anderen Leuten das auf den Sender geht, dann sagen die Bisamratte und dann weiß man, ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu tief. Das wird heute Abend ignoriert werden. Und ja, wir wollen uns dann auf einer Studio Link Mix Rooms Instanz treffen, die noch bekannt gegeben wird. Oder nehmen wir einfach diese, Sebastian? Hm, mir egal. Also wir können auch eine neue anlegen. Sonst nehmen wir Mir ist diese, dann das, ist sie jetzt bekannt, dann braucht ich man wollte jetzt gerade keinen sagen. neuen Link kommunizieren. Das ist wahrscheinlich am Also, so einfachsten. gegen 17 Uhr treffen wir uns dann nochmal hier. Ich muss sehen, ob ich rechtzeitig da bin. Ich habe dann noch einen Motorblock, den ich wieder zusammensetzen muss. Dumm gelaufen, gestern nicht fertig geworden. Ähm, ja, und da wird es wahrscheinlich auch um Studio Link und und Rooms und all sowas gehen, aber auch um ganz viele Dinge wie irgendwie Mikrofone und Interfaces und alles, worauf ihr irgendwie Bock habt, wenn es um Technik Audiotechnik in Bezug auf Podcasting geht, und zwar über den kompletten Workflow. Also 17 Uhr wieder hier, wenn ihr Lust habt. Ich würde mich freuen, euch zu sehen und wir können sicherlich auch irgendwie Kaltgetränke zu uns nehmen und ein bisschen quatschen. Ich weiß nicht, ob du Zeit hast, Sebastian, ob du Lust hast. Ich denke, ich werde Zeit haben. Ja, Das super. klingt gut. Ultraschall Udo hat auch schon gesagt, dass er wahrscheinlich Bock hat und Zeit hat. Und wie gesagt, ich muss mal gucken, vielleicht komme ich ein bisschen später. Mal gucken. Ich drücke mir die Ja. Daumen, dass mein Auto wieder zum Leben erweckt werden kann. Genau. Aufzeichnung ist, glaube ich, nicht geplant oder entscheiden wir es spontan dann? Nö, brauchen wir, glaube ich, nicht. So sinnvoll Okay. ist das, glaube ich, nicht, was wir da reden. Ich wollte es nur schon mal, dass alle Bescheid wissen, ob das irgendwie aufgezeichnet wird oder nicht. Oder es halt live ist und man muss dabei sein. Ja, nein, bisschen live muss ja auch sein. Gut, Ja, vielen Dank. Ich bin mal wieder raus. ja. Okay, dann. So. Gut, ich gehe noch mal schnell den Chat durch. Ähm, um das Missverständnis aufzustellen, die Standalone heißt dann nur noch App. Also hier steht die Frage, ob die Standalone durch eine App ersetzt wird. Im Prinzip ist es schon eine App. Es wird sich nur etwas integrierter anfühlen und im Hintergrund sehr viel neu geschrieben sein, aber das Grundprinzip bleibt erhalten. Also da keine Sorge, das, das war jetzt vielleicht ein bisschen missverständlich an der Stelle. Ja, gut.
Gut, jetzt gucke ich nochmal. Möchte jemand noch auf die Bühne? So. Jetzt fällt mir auch wieder, welche Funktion ich als nächstes einbauen muss, dass der Chat nicht weiter scrollt, wenn man hochscrollt. Die hatte ich schon auf meiner Liste. Sehr hilfreich, wenn man Sachen nachgucken möchte und der Chat weitergeht. Ja, ja, danke Sasteke für den Kommentar. Sehr gerne. Mm, Gut, dann würde ich jetzt den Release der beendet erklären. Also wie gesagt, nachher gibt es noch die um 17 Uhr dann hier auf dem Kanal eine Bisam-Rattenrunde. Und ja, wer Lust hat, kann sich da nochmal, dann können wir da auch nochmal ein paar Fragen klären oder so. Und ansonsten auf den normalen Kanälen bin ich auch verfügbar. Ich vermute, mein Delay hängt auch damit zusammen, dass ich hier wahrscheinlich mit 4K-Stream reingehe und mein Browser das wahrscheinlich irgendwie nicht auf die Kette bekommt. Das muss ich mir auch nochmal anschauen. Also es war jetzt die Qualität besser als beim Start. Das muss ich mir auch nochmal anschauen, warum das Pixelbrei war. Ja, es sind noch Kleinigkeiten zu beheben aber ich bin dran und freue mich über Feedback und man hört und sieht sich sicherlich und dann würde ich sagen, entlasse ich euch dann bis spätestens 17 Uhr in den Samstag und ja, schönes Wochenende, genau. Tschüss zusammen. Okay, das muss auch noch geändert werden. Wenn der Moderator geht, dann sollten auch die Gäste von der Bühne geworfen werden. Tschüss.